Es geht weiter bergauf. Hier hoch. Ich habe das Handy-Navi in der Tasche, das quakt mir hier die Richtungsangaben. Und man kann sich in den Gästen ja auch gerne mal verlaufen. So. Jetzt sind wir da. Und ihr seid die Ersten, noch bevor ich einen Spiegelreflex oder eine Kamera auspacke, um euch diesen Anblick zu präsentieren. Terra de Alhambra. Und da unten Grenada. Und das alles nur live und in Farbe bei Boondocker. Und den Director's Cut, den gibt es auf YouTube, aber hier gibt es Touristen im Bild inklusive. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Killer Jung vom Campingplatz Nummer 18, irgendwo in Valencia. Wir machen gerade Frühstück, spartanisch. Ich habe gerade geduscht und wir sind in der Nähe eines kleinen Dorfes und die Sonne geht hinter den Bergen auf. Ich gehe jetzt runter ins Dorf und hoffe, dass ich einen Bäcker finde und ich nehme euch mit. So sieht der Ort aus, ist in der Nähe von Val de Laguar und ist etwa 20-30 Kilometer von der Küste entfernt. Die Küste hatten wir ja gestern fluchtartig verlassen. Hier oben ist der Campingplatz, da oben rechts geht es dann rein. Das ist eine herrliche Ruhe hier. Ich habe heute Morgen ausgiebig geduscht. Da war so eine abtrennbare Kabine, wo Toilette und Dusche alles in einem war. Das war ein Luxus, den ich mir mal gegönnt habe. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir runter in den Ort, wo ich hoffe, einen Bäcker zu finden oder einen kleinen Lebensmittelladen. An der Rezeption haben wir gesagt, es wäre alles da. Nur halt, man muss früh los, mittags machen die dicht. Und dann ist Siesta, dann ist Schicht im Schacht. Jo, warum haben wir die Küste verlassen? Hier sind Zitronenbäume, wie geil ist das denn? Einige sind noch grün und andere sind schon gelb. Also Zitronen brauche ich nicht kaufen. Einige sind auch schon verfault. Die kann ich mir unterwegs dann auf dem Nachhauseweg pflücken. Wo war ich? Ja, warum haben wir die Küste verlassen? Der Stress, der war einfach etwas zu dolle mit dem Verkehr, dem Massentourismus, einen Platz zu finden, wo wir bleiben können. Ich meine, wir haben Plätze gefunden. Aber einmal waren wir an Platz unten in San José. Das war schon grenzwertig. Das war der 4. oder 5. Platz, den wir angefahren haben an dem Tag. Und ja, wir standen da zum größeren Parkplatz. Zwar waren noch andere Camper da, aber die Gegend, die war grauenvoll. Es war ein Dreckloch. Und wenn man sich dann morgens umziehen und waschen wollte, da stank alles nach Urin. Das war jetzt nicht so dolle. Hier nochmal einen Blick ins Tal, will ich euch nicht vorenthalten. Und nun gehen wir weiter zum Bäcker. Und deswegen habe ich gerade eben den Campingplatz nochmal um einen Tag verlängert. Wir machen jetzt hier einen absoluten Stehtag, weil ich will mal einen Tag lang kein Auto fahren. Deswegen gehe ich auch jetzt zu Fuß ins Dorf hier. Ich zeige euch nochmal von hinten, wie das aussieht. Und hier ist quasi auch der Campingplatz. Diese Hecke da oben, gehört die noch dazu, weiß ich nicht. So.
Also die Gegend ist schon ein Traum und es war so eine Erholung von dieser völlig überlaufenen und zubetonierten Küste wieder ins Landesinnere zu fahren, sodass wir heute unsere Route nochmal überdenken. Das heißt, wir werden im Landesinneren bleiben und uns hier in den Norden durcharbeiten und schauen, dass wir noch den einen oder anderen Naturpark mitnehmen. Weil das ist Spanien, wie wir uns das in Erinnerung behalten wollen. Und nicht dieser Moloch. Ein Moloch reiht sich an den anderen. Alicante, Valencia, dann kommt Barcelona, das ist eine schöne Stadt, wer sie besichtigen will. Aber wir machen, wie gesagt, Schluss mit der Küste. Und so, da vorne kommen Leute. Ich schalte mal die Kamera aus und schaue, dass ich einen Bäcker finde. Da unten kommt einer mit einer Tüte angelaufen. Das ist schon mal ein sicherer Hinweis, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Zumindest in die Panderia. Panderia ist der Bäcker. Pan, Brot. Buenos dias. Und die Leute glauben mich für Selbstgespräche hier. So, wir nähern uns dem Kirchturm. Was haben wir hier? Autoservice super. Brauche ich nicht. Was haben wir hier? Hier hängen überall Kirschen an den Fenstern. Ja, wahrscheinlich irgend so ein Kirschfest oder was weiß ich. Da ist eine Bar, da sieht es aus wie eine Panderia. Yep, ich gehe mal rein. Hola, die Waldfee, hier ist der Kieler Jung. Ich bin mit meiner Frau und unserem Docker auf einem Berg bei Olba in Aragon. Wir sind weiter ins Landesinnere geflüchtet und wollten uns gestern einen Fluss angucken in Montanejos. Das hatten wir auf YouTube mal gesehen in Deutschland. Was wir allerdings nicht wussten, ist, dass das ein absoluter Touristen-Hotspot ist. Und ja, da sind wir in die Stadt eingefahren und da war schon die Hölle los. Das ist wie so eine Art Luftkurort. Und August in Spanien ist der Monat, den wir also im Nachhinein betrachtet jetzt nicht mehr empfehlen würden. Weil eben im August die Spanier auch Ferien haben und alles rappelvoll ist. Jo, dann sind wir aus dem Ort raus und sind eben, wie gesagt, hier oben auf dem Berg. Das ist das Privatgrundstück von einem Deutschen, wo wir hier für 4 Euro pro Person übernachten dürfen. Der probiert sich hier so eine Art zweite Existenz oder zweites Standbein mit Wohnmobilübernachtungen, wobei mit dem Wohnmobil, mit dem Großen, kommt man hier nicht hin. Also das ist eine Serpentinenzufahrt, teilweise Schotterweg. Das kriegt man mit einem Minicamper hin. Ich drehe mal die Kamera und zeige euch, wo wir sind. Da unten ist, wie gesagt, unser Docker. Da hinten ist ein Plumpsklo. Das ist der kleine Stellplatz. Also es ist was für Abenteuerurlauber und Kletterer, die sich hier in die Berge verirren. Eine Möglichkeit zum Übernachten, aber 5 Sterne und ganztägige Bespaßung ist hier nicht zu erwarten. Dafür ist die Aussicht geil. Und hier unten, ich gehe mal hier an den Klippenrand. Da unten ist der Fluss. Da sind auch Thermalquellen weiter unten eben in Montanejos, wo wir nachher noch mal kurz einen Blick vorbei wagen. Denn die Parkplätze, wie gesagt, sind sehr begehrt und man darf nur bis zu 4 Stunden parken für 4,80 Euro. Und dann muss man, wenn man länger bleiben will, wieder an den Parkautomaten rennen und verlängern. Aber nichtsdestotrotz werden wir versuchen, hier aus den Bergen ein paar schöne Aufnahmen mitzunehmen.
Leider ist das Wetter heute etwas bewölkt. Das ist das erste Mal, seit wir vor 3 Wochen aus den Pyrenäen raus sind, dass es mal etwas diesig ist und Nieselregen. Und das hier, das ist so der Standard in den Bergen von den Gebäuden. Ich gehe nochmal hier auf die andere Seite. Eine geile Gegend ist das schon. Und hier unten ist wohl, also hier ist das Privathaus von unserem Gastgeber. Und so sehen die Berge hier hinten aus. Gut, wir packen unseren Kram zusammen in aller Ruhe und fahren mal talwärts und gucken, was wir weiter noch so erhaschen. Ich bin auf dem Weg nach einem Aussichtspunkt, einem Mirador. Der soll wohl einen Blick in die Schlucht hier ermöglichen. Ich weiß immer noch nicht, wie das Flüsschen heißt hier unten oder der Fluss. Es ist in der Nähe von Montanejos und wir haben jetzt für die letzten 5 Kilometer ungefähr 2 Stunden gebraucht, weil wir immer wieder anhalten und Filme machen, fotografieren. Das hier ist die Schlucht und das ist der Weg da hoch. Da ist ein Parkplatz, aber wir sind bergunter gefahren. Der ist in der Kurve und das ist mir da eigentlich zu riskant, da wieder rückwärts raus zu rangieren, weil manche Leute, die fahren hier, als gäbe es keinen Morgen. So, ich gehe noch ein Stück und dann melde ich mich gleich nochmal. Die Bergwelt hier, die Steinformationen, das geht jetzt mächtig hoch hier. Ich denke mal, da sind gut und gerne 35 Meter, die es hochgeht, wenn nicht gar 50 in der Schlucht hier. Schon einzigartig. Aber wir sind eben zu Fuß unterwegs hier auf der Straße. Und die Straße ist die CV20. Da steht's. Schade, dass wir keine Radfahrer sind, weil da muss 1,50 Meter Sicherheitsabstand gehalten werden. Das hatte ich schon mal erwähnt, dass Radfahrer in Spanien heilige Kühe sind. Und die gibt es hier wie Sand am Meer, die Radfahrer. Auf jeder noch so entlegenen Straße strampelt an den Berg hoch. Und so geht das nach unten hier. Da ist übrigens an den Felsen entlang so eine kleine Wasserstraße, die gebaut ist. Das ist für manche Bauern die einzige Wasserversorgung. Und da tobt gerade so ein Kleinkrieg, weil manche jetzt auf der einen Seite an die Wasserversorgung angeschlossen wurden und anderen wurde das Wasser einfach abgegraben. Das hängt irgendwie mit dem Vertrag mit dem E-Werk zusammen. Ich habe mich da noch nicht so richtig reingelesen. So, und hier vorne ist besagter Mirador, wo meine Frau jetzt rangeht. Genau in der Kurve. Traumhaft. So. Ach nee, hier ist nur der Parkplatz zu dem Mirador. Da oben sind noch Bänke.
So, und hier geht es steil nach unten. Es dürften aber so 100 Meter sein hier. Das ist der Tunnel. Da unten fotografiert meine Frau. Und leider sind wir nicht alleine hier. Das ist der Blick in die Schlucht. Da sind jetzt Rafter unterwegs. Die sind hier auch allgegenwärtig. Das sind so geführte Touren. Und ja, ist zwar super schön hier, aber es ist August. Die Spanier haben Ferien. Es ist auch völlig überlaufen im Moment. Das heißt, wir werden um Montaneros selbst, am Muklinghequen-Parkplatz, einen großen Bogen machen. Und dann schauen wir, dass wir das weiter suchen. Das ist meine Frau Ulrike. Der Fotoapparat klebt an ihren Augen. Und wie gesagt, wir haben die letzten 5 Kilometer, haben wir ungefähr 3 Stunden gebraucht jetzt, weil wir keine Gelegenheit auslassen, euch die Filme zu zeigen. Und da unten ist der super Wasserfall. Weswegen die Leute hierher kommen. Es sind warme Quellen, aber ein Einheimischer hat mir gesagt, die sind auch nur lauwarm. Die sind im Winter schön, aber im Sommer auch nicht wärmer wie das Mittelmeer. So, das war's. Hasta luego.